Was fühlt sich für mich gut an? Womit komme ich klar? Eat the Rainbow ist total interessant. Wir haben Rituale und ich glaube, Rituale sind da auch sehr wichtig, Abläufe zu schaffen. Mein Name ist Mev Carstensen, ich bin Ökotrophologe, Ernährungswissenschaftler und beim FC Bayern als Head of Nutrition angestellt und darf meinen Beitrag dazu leisten, über den Bereich Sporternährung die Fußballer zu unterstützen. Ich komme aus einer Agrarfamilie, meine Großeltern beiderseits waren Landwirte. Essen und Trinken hat bei uns auch zu Hause immer eine große Rolle gespielt. Wir haben viel in der Familie gekocht und ich wollte so ein bisschen beides kombinieren, schauen, wie man Ernährung nutzen kann, um seinen Körper bestmöglich zu unterstützen und das möglichst wohlschmeckend. Ich glaube, dass unsere Zielsetzung grundsätzlich ist, über Ernährung und dem, was es rund um Training, Spieltage etc. auf dem Teller gibt, Einfluss zu nehmen auf das, wo es hingeht, also auf Höchstleistungen vorzubereiten, zu präparieren, den Tank zu füllen, ausreichend Körner für Spielbelastungen zu liefern, also Präparation und auf der anderen Seite dann für eine gute Regeneration zu sorgen, ausreichend Nährstoffe zu liefern und das so, dass es gut schmeckt, mundet und Spaß macht. Wir haben so einen Food-First-Approach, das heißt, dass wir glauben, dass über den Einsatz von hochwertigen Komponenten, die sehr gut zubereitet werden, wir haben ein sehr, sehr tolles Küchenteam um Stefan und den Johnny herum, die Basis legt und dann natürlich punktuell vielleicht über gewisse Stoffe zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge die jeweiligen Zielsetzungen unterstützen können. Wir haben eine Periodisierung, das heißt, wir versuchen so ein bisschen zu kategorisieren, also was ist ein intensives Training, haben wir ein Spiel am nächsten Tag, ist es vielleicht der Tag nach dem Spiel, wo Regeneration mehr im Fokus steht. Entsprechend periodisieren wir vor allen Dingen die Kohlenhydrate, das heißt, rund um Spieltagssituationen versuchen wir relativ viele Kohlenhydrate bereitzustellen, einfach um den Glykogenspeicher, das ist so der Energiespeicher vom Körper, möglichst voll zu laden, weil das ist dann gut für Laufen, Sprinten, Rennen und so weiter. Das ist natürlich das, was im Fußball eine immer wichtigere Rolle einnimmt und da liegt dann auch der Fokus drauf. Wir essen viel im Team zusammen, wir sind viel im Hotel, wir sind viel auf Reisen und versuchen dann vor allen Dingen so die Buffets rund um die Maßnahmen zu gestalten. Und da ist dann vor allen Dingen der Austausch dann mit dem Küchenteam da, wo man schaut, okay, wie kriegt man diesen Übertrag von Wissenschaft in die Praxis übertragen, weil das eine ist, wenn ich sage, okay, wir brauchen Nährstoff X in Summe Y. Die andere Frage ist, wie kriegt man das vernünftig, lecker, wohlschmeckend und praktikabel umgesetzt. Da kommt dann die Küche ins Spiel und dann challenge man sich und versucht einen Weg zu finden, ein gutes Angebot zu schaffen und das wird dann von den Spielern dann während der Mahlzeiten konsumiert. Es ist ein Teamsport, logisch, aber jeder Mensch ist dann doch ein bisschen anders und nur weil jetzt die Wissenschaft sagt, wir brauchen den Nährstoff in der gewissen Menge, heißt es aber nicht gleichbedeutend, dass es jeder gleich gut verträgt. Wenn, ich sage jetzt mal, der Apfel nicht gemocht wird, dann muss man sich überlegen, okay, wie kriegen wir den Nährstoff in einer anderen Quelle so ausgewählt, dass es gegessen werden kann, man sich damit wohlfühlt und entsprechend dann auch mit einem guten Gefühl auf Platz steht, um halt seine Leistung abrufen zu können. Pre-Match-Mahlzeit ist natürlich im Fußball ein wiederkehrendes Thema. Wir haben Rituale und ich glaube, Rituale sind da auch sehr wichtig, Abläufe zu schaffen, Gewohnheiten auszubilden, sodass es wiederkehrend ist, ob es jetzt in Amerika bei einer Club-WM ist, im Heimhotel oder beim Auswärtsspiel sieht das Buffet eigentlich relativ ähnlich aus. Fokus liegt auch da wieder auf den Kohlenhydraten, einfach um den Energiespeicher zu füllen. Gleichzeitig sollen wir aber schauen oder versuchen wir Risikofaktoren rauszunehmen, um sich auch einigermaßen leicht zu fühlen. 3,5 Stunden werden dann vor allen Dingen Nudeln, Reis gegessen, Milchreis ist dann ein Thema, aber auch Sachen, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Neben dem Rote-Beete-Saft, der wichtig für Nitrate und der Sauerstoffversorgung ist, gibt es zum Beispiel auch weißes Toast
mit Honig oder Marmelade, wo man jetzt normalerweise denkt, das ist ja keine Sporternährung oder gesunde Ernährung, aber das sind einfach schnell verfügbare Kohlenhydrate, die vor allen Dingen in der Präparation für ein Spiel und viel Laufleistung einfach dann eine Relevanz haben. Ich glaube, dass man sich dann vor allem im Breitensport überlegen muss, was möchte ich gerade? Möchte ich gerade Hochleistung, Peak Performance, dann brauche ich natürlich wieder diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate. Das kann eine Reisbowl sein, mit ein bisschen Hühnchen vielleicht dabei, aber keine großartigen Ballaststoffe. Ich kann auch mal vielleicht einen rote Betesaft dazu trinken, einen Toast mit der Marmelade essen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es vollwertig ist, dass es ausgeglichen ist, möglichst unverarbeitet. Und dann fährt man da eigentlich ganz gut und ja, relativ undogmatisch schauen, was fühlt sich für mich gut an, womit komme ich klar und dann ist der Rest kein Hexenwerk. Ich glaube, Eat the Rainbow ist total interessant. Also vor allem, wenn man beim Immunsystem ist, spielt Magen-Darm-Gesundheit eine große Rolle und dafür ist es wichtig, vielfältig zu essen. Das heißt, nicht nur irgendwie ein, zwei Produkte in der täglichen Ernährung drin zu haben, sondern zu schauen, dass man sämtliche Farben mal integriert. Entsprechend sind da natürlich die Früchte eine super Herleitung, kriege ich viele verschiedene Farben mit abgedeckt. Abgesehen davon sind sie vitaminreich, das spielt eine große Rolle. Wenn ich dann vielleicht noch einen Joghurt mit dazu nehme, habe ich nochmal Prä- und Probiotika mit dabei. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Und was dann auch fürs Immunsystem echt wichtig ist, ist Vitamin D. Und dann hat man da eigentlich schon einen ganz guten Cocktail. Nach dem Spiel steht entsprechend Regeneration im Fokus. Da geht es dann neben Ruhe um Auffüllen der Speicher wieder. Wir haben geschwitzt, wir haben Flüssigkeit verloren, wir müssen die Flüssigkeit wieder zuführen. Entzündungsmanagement, da spielt Sauerkirsche eine größere Rolle mittlerweile. Da sind Anthocyane drin, das sind Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, die dann wieder ein bisschen helfen, Entzündungsmarker zu reduzieren. Dann haben wir in gewissen Phasen vielleicht mehr Omega-3-Fettsäuren. Und so versuchen wir dann immer zu schauen, okay, was braucht die Aufgabe gerade, was ist der Bedarf und wie kriegen wir diesen Bedarf mit möglichst unverarbeiteten, hochwertigen Lebensmitteln gedeckt. Ich glaube, ein Go-To nach dem Sport könnte immer ganz gut sein, dass man einfach einen Beerenmix nimmt. Das kann auch dann irgendwie was Tiefgefrorenes sein. Die schmeißt man in einen Standmixer, gibt dann vielleicht noch ein Milch- oder Milchderivat dazu, schmeißt dann ein bisschen Skyr oder griechischen Joghurt mit dazu. Dann hat man auch nochmal Proteine dabei. Und wenn man möchte, je nachdem wie hoch der Kohlenhydratbedarf ist, kann da noch mal ein bisschen Haferflocke dazu. Und dann hat man eigentlich schon eine sehr gute Geschichte, eine Handvoll Nüsse dazu, dann hat man auch mal gute Fettsäuren dabei und dann ist man gut aufgestellt.